Müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen. Ich habe Angst, falsch zu tanken. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Ja, 40 Grad Anfang der Tour. Jetzt haben wir 15. Irgendwie witzig. Herzlich willkommen beim Bright Review Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind in Australien. Wir sind in Canberra, in der Hauptstadt Australiens. Und wir haben uns jetzt fertig gemacht. Es ist kurz vor 8. Haben uns fertig gemacht. Wir sind jetzt am Auto. Ich sollte noch kurz erzählen, dass wir haben gut geschlafen. Alles in Ordnung, viel zu heiß. Die Ventilatoren waren ein kleiner Lebensretter, glaube ich, weil sonst wären wir wahrscheinlich gestorben. Aber selbst diese dünne Decke da, die hatten wir fast die ganze Nacht weg. Und dieses Fenster konnte man ja so kippen, aber andersrum. Da kam halt gar keine Luft rein irgendwie. Und draußen ist es total kühl. Und wir sind gerade rausgekommen. Was? Also erstmal auf dem Flur war es schon viel kühler, aber dann hier raus, voll kühl. Ist halt bewölkt, voll nice. Das ist irgendwie voll der ulkige Vogel. Ja, der Bro hat noch eine Aufnahme gemacht oben von so einem Zettel, was die da rumliegen haben auf dem Zimmer. Von wegen Thank you for making the difference oder sowas, ne? Mit hier Choosing this room und so. Aber weißt du, dann musst du das sieht aus wie dreimal gegessen schon. Dann musst du das doch nicht dahin legen, wenn man hier auf Schickimicki macht und wir sind super. Und dann so ein Eselsohren-Ding da auf dem Tisch zu legen. Weiß ich nicht, da musst du halt auch mal ein neues hinlegen. Ne? Das gibt es aber voll oft in so Hotels, dass sie dann zum 8 Millionsten Mal diesen Untersetzer für die Gläser benutzen, mit denen man sich den Mund ausspült oder so. Sieht man halt auch nicht. Nee. Ja, sonst noch was? Nö. Der Bro fliegt jetzt gerade nochmal eben mit der Drohne, damit ihr das Hotel auch von oben sehen könnt. Und da ist dieser Vogel. Ich weiß nicht, was das für ein Vogel ist. Und wir haben heute ein Ziel. Und das werden wir jetzt ansteuern. Da fahren wir jetzt erstmal hin, 2,5 Stunden ungefähr. Und dann gucken wir weiter. Genau, wir werden uns auf jeden Fall nochmal melden, weil wir müssen noch tanken. Und wollten uns da auch noch was zu trinken holen. Und ja, wir haben noch ein bisschen Cola, die wir gestern im... sag mal schnell, Liquor Store geholt haben. Ja, genau. Frühstück kostet hier übrigens $27 in dem Hotel. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wenn du überlegst, das Zimmer kostet 77 und dann zahlst du für beide und dann zahlst du für das Frühstück nochmal 54. Das ist auch schon absurd, oder? Naja, gut. Ich bin fertig mit Labern. Ja. Wir haben gerade gesehen, dass wir hier im Auto die Lüftung komplett anhaben, in der hinteren Reihe. Und das ist mal in der mittleren Reihe. In der hinteren Reihe ist der Kofferraum. Da können ja auch Sitze rein. Wir haben immer gesagt, boah, das ist hier hinten alles total kühl, ne? Das ist ja super. Ja, kein Wunder, wenn wir die Klimaanlage hier hinten auf volle Pulle auch laufen haben. Weil wenn ich dann hier das vorne das ganze Auto anmache, dann kommt das halt auch hinten raus. Deswegen haben wir jetzt unsere Cola in den Dingens gelegt, in den Blickwinkel der Klimaanlage und hoffen, dass sie jetzt auch kalt wird. So, der Bro möchte was sagen. Gestern habe ich das schon bei einem Dude gesehen und da liegt was im Busch. Die haben hier Bierflaschen auch mit Papiertüten. Ah, echt? Ja, also da liegt eine Bierpulle mit einer Papiertüte drum. Und die Tage habe ich einen Dude gesehen, der auch mit einer Flasche Tüte drum. Machen die so ein bisschen Ami-Style. Vielleicht wird das ja dann irgendwie geduldet, weil man weiß ja nicht, was das ist. Trinkst es ja nicht in der Öffentlichkeit. Wo denn? Ah, ja. Da ist so ja ein Yummi drum. Das hat aber jemand hier professionell gemacht, ne? So, fertig? Ja, müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen. Jetzt gucken wir, wie wir hier rauskommen. Wir haben nämlich eine Karte zum Reinfahren gebraucht und wissen jetzt nicht, ob wir die auch zum Rausfahren brauchen. Ja, deswegen, weil jemand so stand und gewartet hat. Deswegen checken wir erst aus, nachdem wir durch diese Schranke gefahren sind. Übrigens diese Handyhalterung, die ist super. Die wird immer besser. Die könnte man immer so machen. Und das Display verdeckt, aber sonst. Witzigerweise habe ich gerade mit jemandem geschrieben, wo es um Intermin-Layout ging, was er gemacht hat. Intermin-Band und so.
Angeber. Wow, das war so gar nicht gemeint, ey. Das weiß ich doch. Deswegen gibt es so viele Sachen, die ich nicht erzähle und zeige, weil ich sowas total doof finde. Das ist wie mit dem Auto, mit dem Rappi, den feiern wir, weil es so cool ist. Deswegen zeige ich aber, weil dann voll viele so, ich mag das, ich finde das einfach cool so. Scheiße, ich will ja nicht mit rumprollen. Deswegen zeige ich keine Kameras mehr, keine Laptops, kein gar nichts. Weil da habe ich keinen Bock drauf, ey. Ich brauche nicht mit Flexen und rumprollen und so. Das kann sich jeder kaufen, der es sich kaufen will, weißt du? Ich mag das nicht. Ich finde die Sachen toll und wenn ich mich über was freue, zeige ich es gerne. Ja, aber das wird dann ständig so damit rumflexen zu müssen. Ich finde das total ätzend. Das in den USA wird ja geil, Alter, boah, voll cool, dass du das coole Ding am Start hast. Und bei uns ist so voll, das ist mein Gefühl. Vielleicht bin ich ja auch total verblendet, aber... Nein. Das ist die Wahrheit. Ich habe Angst, falsch zu tanken an der alleinigen Dieselsäule, weil da ist nicht. Ach so. Ach, guck mal. Übrigens, der teuerste Tankstopp der Tour bis jetzt $2,09,9. Zum Beispiel eingeben. Aber ich muss aber richtig viel tippen. Hast du schon erzählt? Nee, der Bordcomputer fragt aber, was der Sprit gekostet hat. Und dann rechnet dir aus, was der Trip gekostet hat, wenn ich das jetzt. Aber ich check das auch nicht so ganz. Ja, auch doof. Das Schild könnten wir eventuell mitnehmen. No parking? Das ist lose. Wie du da alleine hier stehst. Und wie kacke ich hier stehe. Ich wollte gerade mal ums Eckchen gucken, dachte hier ist ein bisschen schöne Lackiererarbeit gemacht worden, aber das ist hier Kunstprojekt oder sowas. Wäre eine geile Hall, also von der Location mit den Bäumen drüber, Bank, Gehweg. So, 2,45 fahren wir jetzt zu einem Alpine Coaster und meines Wissens sogar der einzige Alpine Coaster in Australien und ihr wisst es, ohne Wiegand wäre hier niemand. Mal gucken, was für eine Strecke da auf uns zukommt. Wenn da ein Alpine Coaster ist, muss es ja eigentlich laut der letzten Touren raptable werden. Die Straßen hier sind raptable. Man braucht einen Raptor dafür. Weißt du? Ich brauche eine Gravel Road zu Hause für meinen Raptor. Guck mal, das wäre ja auch voll das Sparpaket für unsere künftige Regierung. Wir sparen uns Straßen asphaltieren und so ein Quatsch. Nö, da ist ja jeder selber für verantwortlich. Aber der wird subventioniert. So. Mehr als E-Autos. Also es gibt ja auch EF150, der ist ja auch gar nicht uninteressant. Mehr Politik gibt es in diesem Kanal nicht, weil was momentan passiert, es ist ja grauenvoll. Wenn der reichste Mensch der Welt auf der größten Bühne der Welt einen Hitlergruß macht, sind wir am Arsch. Das ist nicht lustig, also ein bisschen. Das ist traurig, aber es ist vor allem gefährlich. Aber das reicht jetzt auch, denn wir wollen jetzt wieder Spaß haben und ihr guckt das, um euch abzulenken von so einem Quatsch. Leute, die Hupe von unserem Auto, haben wir ja gesagt, die ist ein bisschen lächerlich und die haben wir euch noch gar nicht vorgeführt, aber hört mal kurz zu. Das klingt ja wie so ein Clowns-Auto, einfach gefaked. Ja, wir sind Mutterseen allein hier in den Snowy Mountains. Da ist auf jeden Fall Gischt in den Bergen. Es hat gerade auch schon ein bisschen gefieselt. Und ja, nochmal toter Wombat, tote Kängurus und eine Baustelle vorweg. Ja, keiner vor uns, keiner hinter uns und alle 5 Minuten kommt dir jemand entgegen. That's it. Aber hier ist ein Leben, das ist eine Baustelle.
sind an unserem Ziel angekommen. Das befindet sich jetzt da auf der Seite. Parken ist hier irgendwie spannend. Eigentlich ist hier eine Bus Bay und Cars sind links vom Schild verboten. Wir stehen jetzt in der Mitte vom Schild. Ich check das nicht so ganz. Ja, wir stehen jetzt einfach mal hier. Hier stehen aber ganz viele andere Autos. Scheint wohl dann doch zu gehen. Sonst wäre nämlich 3 Kilometer entfernt irgendwie ein Parkplatz. Wir hatten ja 40 Grad Anfang der Tour. Jetzt haben wir 15. Sind jetzt aber auch ziemlich bergig unterwegs und es gibt einen Vegan Alpine Coaster. Ja, Straßen hierhin waren normale Bundesstraßen, alles entspannt, keine Gravel Roads. Einen sehr aktiven Fuchs gesehen, der sich schnell was vom Straßenrand gegrabt hat über Wombats und andere Füchse und vor allem sehr viele Kängurus. Brauchen wir, glaube ich, nicht über die Vitalwerte zu sprechen. Genau. Uschi fragt jetzt mal in der Info, ob man da jetzt Tickets kaufen muss, kann oder ob das da vorne ist, bevor wir jetzt darüber laufen. Und ich sortiere mich mal kurz. Eine wichtige Information habe ich noch unterschlagen. Wir haben jetzt $17 bezahlt, dass wir hier langfahren dürfen für den Tag, weil das hier so ein Naturschutzgebiet ist, glaube ich. Nationalpark tatsächlich. Ja, Nationalpark. Das Wort habe ich gerade gesucht und Naturschutzgebiet. Das ist auch nur Deutsch. Hallo Rabi. Schnell über den Zebrastreifen. Genau. Gibt auch irgendwie Wochenpass und so, aber wir sind jetzt hier nicht wie viele andere Mountainbike-mäßig in unseren Ferien oder sonst was, sondern wir machen nur eins dabei hin. Alpine Coaster fahren von Wiegand, der letztes Jahr im Juni, Juli irgendwie so rum aufgemacht hat. Ich habe Fotos gesehen aus August. Alpine Coaster. Da lang. Ach, hier muss man das? Ja. Oh Mann. Im August, wo hier Fotos von online waren, war Schnee. Und wir werden gerade schon wieder von Fliegen angegriffen. Wir, also nicht nur ich. Übrigens auch wieder Schnapper. $30 pro Person und Fahrt. Haben wir das eigentlich schon erzählt, dass man, wenn man mit Kreditkarte zahlt, dass das in Australien so üblich ist, dass man selber die Gebühren übernimmt und das manchmal dann auch draufkommt oder die extra Fees dafür nochmal haben. Also jetzt doch nicht. Warum in die Kniekehle das Kind? Warum ist vor so Kassen immer so ein Chaos? Alte Leute, die nicht wissen, was sie wollen, Kinder, die komplett durchdrehen, Eltern, die überfordert sind. Ach so. Also ich weiß nicht, ob man die kaufen muss, aber... Man muss doch keine Karte für 5 kaufen. Ich habe gerade gedacht, oh mein Gott, ist die Queue voll, aber wenn einfach mal 10 Leute kein Ticket haben, leert sich die Queue auch wieder ganz schnell. Hä? Pre-Lift? My dream costume. Oh. Wow. Sehr nice, sehr nice.
Oh Gott, ist das eng mit dem Baum, Alter. Hui. Huppa. Oh. 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 Hui. Oi. Oh. Oh. Boah. Mhm. Bei absolutem Traumwetter. Sonne, blauer Himmel, paar Wölkchen, damit du ein bisschen Struktur drin hast, aber trotzdem temperaturmäßig Zipper, Hoodie mit kurzer Hose, das ist ein Traum. Und wir sind jetzt den Wiegand Alpine Coaster zweite Generation gefahren, diese großen Bobs mit dem ganzen automatischen Bremssystem und Distance Control und hast du nicht hier Sonne. Aber hat Spaß gemacht. Cooles Layout. Die eine Stelle, wo es das erste so richtig abgeht, die richtig Bock macht, scheint die Stelle zu sein, die allen die Kappen und Hüte aussieht, denn da ist links ein Baum voll mit Kappen und Hüte. Also da wird der wahrscheinlich irgendwie derjenige, der den Trackwalk hier macht, immer das Zeug einsammeln und genau über diesen Baum hängen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber vom Lift aus habe ich es gesehen und man beim Vorbeifahren auch. Und das war die Stelle, wo es am meisten abging auf jeden Fall. Er bremst immer so ein bisschen zu abrupt, wenn es dann soweit ist, dass der bremsen muss, meiner Meinung nach. Aber wir haben gefragt, ob wir ein bisschen Abstand lassen können. War sie voll dabei, dass wir gesagt haben, dass wir nicht bremsen wollen. Macht uns zu ihren Lieblingskunden. Und dann oben habe ich ja noch ein bisschen rumgetrödelt. Und dann, als ich gehört habe, dass du am Lift bist, dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt fahren wir mal. Und konnten komplett durchfahren. Ohne Probleme, ohne Bremser vor uns. Vor allem war es wichtig, zu fragen und Abstand zu halten, weil die Familie vor uns das allererste Mal überhaupt einen Alpine Coaster gefahren ist jetzt und auch gesagt haben, dass sie Angst haben. Ja, für den ersten schon sportlich, aber es ist auch eine Sportanlage, meine Freunde. Sehr geil. Ansonsten ist es hier Skigebiet halt, ne? Mountainbiker jetzt im Sommer und im Winter wird die Ski gefahren. Also jetzt bei euch ist Winter, hier ist Sommer und wenn bei uns Sommer ist, ist hier Winter. Ja, geil. Wir fahren jetzt gerade los und haben jetzt erstmal 90 Kilometer wieder die Serpentin. Aber hier sind so Parkplätze, ihr könnt ja nicht parken. Hier sind nämlich so Pöller mit Gärtchen und allem. Aber hier sind so Häuser zum Übernachten. Aber hier kann man ich kann noch mal ein Foto von dem Alpine Coaster für die oben machen. Also hast du so eine coole Übernachtungsmöglichkeit und direkt deinen Parkplatz hier auch hier oben. Das ist ziemlich nice, ey. Gefällt mir. Aber ab dem Punkt, da ist auch wieder kein durch die Gegend laufen. Wir wollen noch eine Wombat lebend sehen. Aber die kommen eigentlich auch in der Dämmerung raus und sind nachtaktiv überwiegend. Aber Leute, wie verrückt das hier aussieht mit diesen, ich behaupte mal, toten Bäumen oder was? Weiß, schwarz, nichts dran, keine Blätter, keine Äste, nur Stämme. Richtig creepy. Aber das passt auch zum Dead Horse Gap, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind. Ein Name, den ich eher in Texas erwartet hätte als in Australien, wenn ich ehrlich bin. Guck mal hier, kannst du mal kurz zeichnen, ey. Was ist das? Das soll ja so, ne? Ich weiß es nicht. Oder ob sie auch gebrannt hat? Ja, aber. Nee, also. Wenn einer wieder schlauer ist als wir, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist.
ja gerade auf dem Weg nach unten wieder und fahren mit offenen Fenstern und es roch gerade so krass nach Eukalyptus, dass wir gesagt haben, okay, wir halten bei der nächsten Gelegenheit mal an und gehen mal ein bisschen, also wir haben natürlich die ganze Zeit beim Fahren schon die Bäume inspiziert, aber jetzt gucken wir vielleicht sehen wir mal einen Koala hier und irgendwo rumhüpfen und die Ruhe ist gerade hier so geil. Das Rauschen vom Wind in den Bäumen und die Vögelchen, Wahnsinn. Also das ist so eine ganz andere Ruhe hier, ne? Also, ne, egal wie du hier im Wald bist, wenn du hier campen willst, musst du das vorher buchen. Und du musst aufpassen, dass dir kein Stock auf den Kopf fällt. Also, ne, ja, nix hier einfach campen, und das ist witzig. Wir waren nicht erfolgreich. Wie überraschend. Hat auch keiner anders erwartet. Gehen wir doch ins Zoo. Also das ist ja übrigens hier die Area, die wir gerade gesagt haben. Da stehen wir und ihr seht, hier ist eine Hütte. Hier ist ein Klo. Das, also wenn du hier campst, musst du doch nicht mal einen Wald machen. Das ist ja verrückt. Jetzt hätte ich das nicht gedacht. Ich habe ja so ein bisschen scherzhaft gesagt, 90 Kilometer Serpentin. 20 Kilometer haben wir jetzt noch. Also sind wir schon 70 Kilometer Serpentin gerade gefahren. Kurzer Break, hier ist ein kleiner Ausguck und ein Wasserkraftwerk, beziehungsweise ein Speicher für erneuerbare Energien. Kennt ihr alle, hoffentlich hast du Windenergie oder Solarenergie. Hast du über den Strom, brauchst du gerade nicht, brauchst du später. Packst sie hier rein, pumpst du Wasser auf den Berg, wo sonst kein Wasser ist, lässt das da. Brauchst du Strom, lässt das Wasser einfach runterlaufen, Turbine, Strom. Genial. Aber das mal jetzt so live hier vor Ort zu sehen, ist irgendwie witzig. Und wie klein das eigentlich ist, dafür, dass das verdammt viel Wasser und verdammt viel Strom am Ende sind, die hier hin und her gehen, ist es nicht groß. Das ist da 3 Röhrchen da hoch. Wie schmal das Gebäude auch ist. Aber ja, da muss ja nur die Turbine stehen und fertig ist. Und vielleicht umspannen irgendwie, weiß ich nicht. Hier sind ja auch die Kabellage über uns. Mit Zu- und Ableitung wahrscheinlich. Cool, ey.
kurz geparkt. Hier geht es dann rein, dann geht man hier hoch und an der Bar ist die Rezeption. Hier ist eine Brücke. Wir sind übrigens bei unserem Hotel, wie man sieht, oder unserem Motel. Leider sind wir oben. Das ist unser Room. Das ist einfach mal eine kleine Kammer. Sehr schön. Einfach mal, wie man es kennt. Das Bad. Das Bad ist auch... Warum? Was ist denn hier hinter, dass da kein Platz mehr fürs Bad ist? Aber willst du mir jetzt sagen, dass das Waschbecken zum alles ist, das ist diese Spüle? Ja. Ja, okay, gerne. 60 € übrigens. 60 € kostet es dann ja. Also, völlig okay. Vorgekühlte Gläser. Und sogar ein Mini-Eis-Dingens da. Max, Digga, Max. Ey, auch hier überall ist immer einer Milch drin, so eine kleine. Ja, für die Dinges, für den Kaffee oder den Tee. Das ist schlau. Tee mit Milch. Wo ist die Fernbedienung für die Klimaanlage? Ach, du hast ein schönes Bonnet. Wenn man sich immer fragt, was so Flecken macht, ne? Die Zugkollegen hier. Eieieiei, das tut mir leid. So, Peoples, also das ist unser Hotel. Beim nächsten Stop nach 3,5 Stunden Fahrt. Wir waren zwischendurch kurz in Victoria, sind wieder in New South Wales. Und weißt du, wo wir hier sind? Albury. Safe, kennt jeder. Was möchtest du? Ich möchte dieses Parking-Ding sehen, aber das heißt ja wahrscheinlich, dass man da parken muss, ne? Um da hinzukommen. Da ist eine Ampelkreuzung. Warum gehen wir da nicht drüber? Wir müssen so oder so die Straßenseite wechseln. Wir gehen mal gucken, ob wir, also erstmal ein bisschen doch mehr als nur Wasser uns holen und vielleicht irgendwas, was wir morgen frühstücken können auf dem Weg, weil wir fahren morgen auch noch mal 3,5 Stunden, müssen aber auch früh los, weil wir allerspätestens um 11 in Melbourne sein müssen. Und das machen wir jetzt nicht einfach so, dass wir irgendwie noch mal, also wir werden bestimmt noch mal in den Woolworth sein, aber es gibt auch Aldi Süd in Australien, da müssen wir euch mitnehmen. Das wollen wir sehen und ihr wollt das ja auch sehen, das wissen wir. So, wir stehen an der Ampel. Ja, Aldi war jetzt sehr, sehr, sehr krass auf den australischen Markt angepasst, würde ich mal sagen. Das habe ich in den USA so nicht erlebt. Ich komme da ist das schon ein bisschen mehr die Produkte, die man kennt. Jo, eine Ute. Geil ist jetzt übrigens bei unserem Hotel, wie wir manchmal auch dumm dahergehen. Hotel Motel. Jo. Und genauso blöd wie wir. By the way, 31 Grad inzwischen wieder. Also wir sind ins Auto eingestiegen nach dem Alpine und dann ging die Temperatur kontinuierlich nach oben. Also jetzt nicht nur mit der Strecke, die wir gefahren sind. Das ist schon cool, das Motel. So, wir verfrachten das Zeug mal eben im Kühlschrank und dann gucken wir mal weiter. Der Hund hat eine Brille auf. Ja, klar. Hast du es gesehen? Ja. Der Hund hat sich nicht mehr fürs Video umgedreht. Da war ein Hund im Beiwagen, der hat eine Brille auf. Und der findet das Beiwagenfahren ziemlich cool. Ey, ich als Frau, ne, hinten am Sozius, wird den Hund aber auch 1 Kilo scheißen. Ey. Tja. Beiwagen sehe ich mich ja auch, ne? Der Hund zuerst da. Der Hund für die Frau.
Wir sind jetzt erstmal rüber gesteppt, über die Brücke habt ihr gerade gesehen, und zu unserem Motel gehört auch eine Bar und Restaurant, und hier haben wir uns gerade hingesetzt, haben uns jetzt erstmal ein cooles Blondes geholt. Und was haben wir heute am Tab? Von Great Northern Brewing Company haben wir eins. Das ist so ein Schwertfisch als Logo. Sah auch immer schon cool aus, aber ich dachte irgendwie, das wäre eher sowas Craft-Beer-mäßiges. Aber das scheint ein leckeres Lager zu sein. By the way, Speisekarte gucken wir uns auch gerade schon an. Egal wo, gab es bis jetzt eigentlich fast die gleichen Sachen mit 1, 2, 3 Sachen, die anders waren, beziehungsweise zusätzlich, aber grundsätzlich überall bis jetzt das Gleiche. Das haben sie auch aus England übernommen. Deutsches Doppel, Australian Open in Australia. Ich habe keine Ahnung von Tennis. Aber Uschi kennt sich aus. Das reicht. Wenigstens einer von uns beiden pfeifen. Hello guys, I'm melding me. Was ich noch sagen wollte, für all die Raucher und auch Nichtraucher unter euch, wie könnte das interessieren? Hier in Australien ist Rauchen nicht so uncool. Uncool. Einfach uncool. Nicht so on vogue, sage ich jetzt mal. Also das heißt, man versucht die zu verstecken, die Raucher. Und in Bars, wo wir jetzt waren, ist auch im Außenbereich das Rauchen nicht gestattet. Sogar vor dem Motel, wo wir gestern waren, gab es eine extra Smoking Area, obwohl du halt vor deinem Zimmer ja Stühle hast, ne? Da darfst du nicht rauchen, du musst extra in eine Ecke auf dem Parkplatz, wo die Smoking Area ist. Und hier jetzt zum Beispiel sitzen wir ja gerade draußen, hier ist auch No Smoking, überall. Bis zu innerhalb von 4 Metern am Ausgang und am Eingang auch No Smoking. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt hier einmal über die Mauer und dann rauche ich da. Ist nicht. Du musst dich komplett entfernen. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier eine Raucherzone irgendwo eingerichtet haben. Wäre wahrscheinlich gar nicht so doof. Ja, also auch draußen No Smoking. Für mich als Nichtraucherin ist das natürlich schön, dass ich nicht, wenn ich draußen bin, direkt beim Essen nebenan einen habe, der da qualmt, so, ne? Finde ich nicht schlecht. Aber gut, Raucher finden das wahrscheinlich blöd. Das ist halt immer so dieses kleine Battle, was halt so zwischen Rauchern und Nichtrauchern stattfindet. Aber einfach mal kurz, um euch abzuholen, damit ihr wisst, auf was ihr euch hier einlasst, wenn ihr hier hinfahrt. Yes. Fliegt, schwimmt, was auch immer. Warum lachst du? Der Bro ist gerade was dem Essen auf die Fresse gefallen. Das ist egal. Nein, du bist nur leicht gestolpert, wirklich so. Und alle so. Entschuldigung, erstmal sitzen die alle super eng hier und dann haben die Stühle Beine, die so, ich bin voll quer, ich bin 3-mal so lang wie ich sein müsste, wenn ich einfach nur gerade runtergehen würde. So, dann bin ich mit dem Fuß in einem Stuhl hängen geblieben. Dann, okay, ziehst den raus, bin noch mehr hängen geblieben, hab diesen Stuhl mitgezogen und dann irgendwann fängt das Straucheln an und es ist einfach nur hunderte große Augen. Und ich habe nicht nur die Pizza und das Tablett hier, sondern auch noch den Eimer, den Uschi beim Bestellen nämlich nicht mitgebracht hat, auch noch getragen. Hat mir keiner gesagt. Da hat mir auch keiner gesagt, die stehen da. Ja, wo denn? Gegenüber ja, an der Ausgabe. Ja, aber ich war ja da hinten an der Kasse. Snorri. Ich wollte euch noch erzählt haben, dass witzigerweise das Dschungelcamp, weil das ist ja ein Riesenthema bei allen, die gesehen haben, dass wir Australien besuchen. Australien hat ja auch ein Dschungelcamp, also australische Z-Promis gehen auch ins Dschungelcamp. Aber das ist jetzt nicht, dass sie einfach zu Hause bleiben, sondern die fliegen nach Südafrika. So viel dazu. Kann jeder, der jetzt nicht komplett Fanboy-mäßig Dschungelcamp-Enthusiast ist, sich seinen Teil, glaube ich, denken. So, den Shot wollte ich noch mitnehmen, dafür bin ich schon mal rausgegangen. Wir haben gerade sehr viel Zeit damit verbracht, die Karten wieder leer zu ziehen und alle Aufnahmen zu sichern, zu speichern, bla bla bla, ihr kennt das Ganze. Und das war's dann für heute. Wir verabschieden uns und sehen uns morgen wieder mit 2 Parks auf einmal. 2 Parks an einem Tag, morgen in Australien. Also, ich weiß nicht wann hier auf dem Kanal, aber 3-mal die Woche Australien, ihr wisst Bescheid. Und jeden Tag 18 Uhr ein neues Video.